Hallo und willkommen zum Deutschblitz Podcast. Warum ist Dating in Deutschland so kompliziert? Stell dir vor, du hast ein Date. Du hast dir wirklich Mühe gegeben. Du siehst gut aus, du riechst gut, du bist bereit für Romantik, Kerzenschein und diese tiefgründigen Blicke, die man aus Filmen kennt. Ihr sitzt in einem netten Café. Die Stimmung ist eigentlich gut. Du lächelst dein Gegenüber an. Und dann sagt er oder sie: Du, dein Fahrradlicht ist übrigens falsch eingestellt. Das blendet den Gegenverkehr. Das ist gefährlich und kostet im Ernstfall 20 € Bußgeld. Herzlich willkommen in der Welt des deutschen Datings. Wenn du jetzt denkst, was zur Hölle, war das gerade ein Kompliment oder eine polizeiliche Verwarnung, dann bist du wahrscheinlich mitten in einer echten deutschen Kennenlernphase. Willkommen zu einer neuen Folge des Deutschblitz Podcasts. Mein Name ist Lukas. Wir haben in den letzten Folgen über Pünktlichkeit, Regeln, Direktheit und Emotionen gesprochen. Aber heute bringen wir all diese Zutaten zusammen und werfen sie in den hocheffizienten Mixer der Liebe. Warum ist Dating in Deutschland so kompliziert? Warum dauert es oft länger, eine Beziehung zu definieren, als ein Haus zu bauen? Warum ist die Frage zusammen oder getrennt beim Bezahlen für viele Expats ein traumatisches Erlebnis? Und ab wann gilt eine gemeinsame Steuererklärung eigentlich als der ultimative romantische Liebesbeweis? Wir schauen uns heute den steinigen Weg vom ersten Treffen, nenn es bloß nicht Date, bis zur gemeinsamen Steuererklärung an. Wir hören, was Menschen aus anderen Kulturen darüber denken, und wir klären, warum deutsche Romantik oft mehr mit Logistik als mit Leidenschaft zu tun hat. Leg dein Herz auf Eis und dein Handy auf lautlos. Wir fangen an. In vielen Ländern ist die Sache klar. Man fragt jemanden nach einem Date, man geht aus, man flirtet offensichtlich. In Deutschland ist das Wort Date für viele ein rotes Tuch. Es erzeugt Druck, es impliziert Erwartungen. Und Druck ist der natürliche Feind der deutschen Sicherheitsarchitektur. Stattdessen benutzen wir vage Formulierungen wie: Wollen wir mal was unternehmen? Oder hast du Lust, mal einen Kaffee zu trinken? Das ist die deutsche Verteidigungsstrategie. Wenn man es nicht Date nennt, kann man auch nicht scheitern. Es ist eine unverbindliche Marktsichtung ohne rechtliche Bindung. Ich habe mit Maria aus Brasilien gesprochen. Sie erzählte mir völlig frustriert: Lukas, ich habe mich 3 Monate lang mit einem Deutschen getroffen. Wir waren im Kino, wir waren wandern, wir haben zusammen gekocht, aber er hat nie versucht, mich zu küssen. Als ich ihn fragte, was das zwischen uns ist, sagte er: Wir schauen halt mal, wie es sich entwickelt. Ich dachte, ich bin in einer Zeitschleife gefangen. Das ist klassisch deutsch. Der Deutsche will sich nicht festlegen, bevor er nicht eine vollständige Risikoanalyse durchgeführt hat. Er prüft im Stillen: Passt dein Lebensstil zu seinem? Trennst du den Müll korrekt? Hast du eine Haftpflichtversicherung? Erst wenn diese Checkliste im Kopf abgehakt ist, wird aus dem Unternehmen langsam, ganz langsam etwas Ernstes. Wir springen nicht ins kalte Wasser, wir messen erst die Temperatur, prüfen den pH-Wert und schauen, ob ein Rettungsschwimmer in der Nähe ist. Wenn es dann zum ersten Treffen kommt, wundern sich viele Expats über den Gesprächsstoff. In den USA oder in Frankreich geht es oft um Charme, um Komplimente, um das spielerische Element. In Deutschland? In Deutschland ist ein Date oft ein effizientes Informationsscreening. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Was ist deine Meinung zur Mietpreisbremse? Bist du eher für Teamwork oder arbeitest du lieber autark? Wir benutzen unsere Direktheit, um sofort zu klären, ob es fundamentale Differenzen gibt. Wir wollen keine Zeit verschwenden. Wenn du nachts das Licht anlässt und ich nur bei absoluter Dunkelheit schlafen kann, dann müssen wir das jetzt klären, nicht erst in 3 Monaten, wenn die Gefühle schon investiert sind. Das wirkt auf andere Kulturen oft brutal unromantisch, aber für den Deutschen ist das eine Form von Respekt. Ich respektiere deine Zeit genug, um dir sofort zu sagen, dass ich keine Kinder will oder dass ich jeden Samstagmorgen um 7 Uhr meine Fenster putze.
Wir suchen keinen Flirt, wir suchen einen Partner für das Projekt Leben. Und jedes gute Projekt braucht nun mal eine solide Datenbasis. Wir fangen erst an zu bauen, wenn die Statik geprüft wurde. Kommen wir zum Endgegner des deutschen Datings: die Rechnung. In vielen Kulturen ist es Ehrensache, dass der Mann zahlt. Oder man wechselt sich großzügig ab. In Deutschland erlebst du oft den Moment, in dem der Kellner fragt, zusammen oder getrennt? Und ein deutscher Begleiter sagt, ohne mit der Wimper zu zucken, getrennt bitte, ich hatte die Schorle und den kleinen Salat. Und die 2 Euro für das Brot können wir uns teilen. Für viele Expats ist das der Moment, in dem die Romantik stirbt, beerdigt und einbetoniert wird. Sie denken, ist er geizig? Mag er mich nicht? Die soziologische Erklärung lautet, in Deutschland ist getrennt zahlen oft ein Ausdruck von Gleichberechtigung. Wir wollen niemandem etwas schuldig sein. Wenn ich für dich zahle, erzeuge ich eine Abhängigkeit. Wenn jeder seins zahlt, begegnen wir uns auf Augenhöhe. Aber seien wir mal ehrlich, manchmal ist es auch einfach nur die gute alte deutsche Sparsamkeit. Wir hassen es, für etwas zu bezahlen, das wir nicht konsumiert haben. Warum sollte ich deine zweite Weißweinschorle finanzieren, wenn ich nur ein stilles Wasser hatte? Das ist mathematisch gesehen eine Katastrophe und stört das innere Gerechtigkeitsempfinden. Romantik geht in Deutschland eben oft durch den Taschenrechner. Wer das nicht versteht, wird an der deutschen Kasse niemals glücklich. Bevor wir gleich zur mysteriösen Kennenlernphase und klären, warum die gemeinsame Steuererklärung der wahre Heiratsantrag ist, ein kurzer Moment für dich. Ich sage es jetzt ganz direkt, auf die deutsche Art. Wenn dir dieses Video gefällt, dann gib mir ein Like. Es ist eine kleine, effiziente Geste, die mir zeigt, dass meine Arbeit einen Wert hat. Wenn es dir nicht gefällt, schreib mir genau, warum, in Stichpunkten. Sachlich, konstruktiv und bitte ohne unnötige Emotionen. Am besten nummeriert. Das erleichtert mir die Prozessoptimierung für die nächste Folge. Abonniere diesen Kanal hier auf YouTube und aktiviere die Glocke. Das hilft dem Algorithmus und macht uns sichtbarer. Und mal ehrlich, wenn du es bis hierher geschafft hast, interessiert es dich offensichtlich. Also sei konsequent, triff eine klare Entscheidung und drück den Button. Das ist effizient für beide Seiten. Keine Zeitverschwendung, nur Fakten. Danke. Und jetzt zurück in den Beziehungsdschungel. In Deutschland gibt es einen Schwebezustand, den es so kaum irgendwo anders gibt. Die Kennenlernphase. In anderen Ländern triffst du dich 3-mal und dann bist du Boyfriend und Girlfriend. In Deutschland kannst du dich 6 Monate lang treffen, die Eltern kennenlernen, zusammen im Urlaub gewesen sein und wenn dich jemand fragt, wer das ist, sagst du, das ist meine Kennenlernphase. Es ist ein sprachliches Schutzschild. Wir haben Angst vor dem Label Beziehung. Denn eine Beziehung bedeutet Verantwortung. Eine Beziehung bedeutet, dass man nicht mehr einfach so verschwinden kann. Eine Beziehung ist quasi ein mündlicher Vertrag mit Kündigungsfrist. Ich kannte mal ein Paar, die waren ein ganzes Jahr lang zusammen. Sie hatten sogar schon einen gemeinsamen Staubsauger gekauft. Ein teures Modell, beutellos mit HEPA-Filter. Aber als sie auf einer Hochzeit gefragt wurden, und seid ihr jetzt ein Paar, sagten beide gleichzeitig, wir sind noch in der Kennenlernphase. Es ist kompliziert. Nach einem Jahr mit gemeinsamem Staubsauger. Viele Expats verzweifeln daran. Sie fragen, was sind wir? Der Deutsche antwortet, wir haben eine gute Zeit. Warum müssen wir das bürokratisch definieren? Aber wehe, du triffst dich während dieser Phase mit jemand anderem. Dann ist der Deutsche plötzlich sehr direkt und sagt, ich dachte, wir sind exklusiv. Wir wollen also die Exklusivität einer Beziehung, aber ohne das offizielle Label. Wir wollen die Sicherheit, aber ohne die Bindung.
Es ist ein emotionales Paradoxon. Man muss lernen, zwischen den Zeilen zu lesen, was ironisch ist, weil wir sonst immer so direkt sind. Aber bei der Liebe, da werden wir plötzlich zu kryptischen Philosophen. Wenn man die Kennenlernphase dann doch überlebt hat und offiziell ein Paar ist, ändert sich alles. Plötzlich wird es sehr ernst und sehr organisiert. Der erste große Schritt ist in Deutschland nicht der Wohnungsschlüssel. Es ist der gemeinsame Google-Kalender. Wenn ein Deutscher dich in seinen digitalen Kalender einlädt, dann weißt du, er meint es ernst. Das ist der Moment, in dem du einen festen Slot in seinem Leben hast. Ab jetzt werden Wochenenden 3 Monate im Voraus geplant. Schatz, am 14. Oktober haben wir noch nichts drin. Sollen wir da zu meinen Eltern fahren? Ich trage es mal als vorläufigen Termin ein. Und dann kommt die Wohnung. Zusammenziehen ist in Deutschland eine logistische Meisterleistung. Es werden Listen erstellt. Wer hat den besseren Staubsauger? Wessen Waschmaschine ist energieeffizienter? Wir führen 2 Haushalte zusammen wie 2 mittelständische Unternehmen, die fusionieren. Es gibt Synergieeffekte, Risikoanalysen und natürlich einen neuen, dicken Ordner für die gemeinsamen Mietunterlagen. In diesem Moment hört das Dating auf und die Verwaltung beginnt. Und für einen Deutschen ist das die höchste Form der Romantik. Wir kommen zum absoluten Höhepunkt der deutschen Romantik. In Hollywood-Filmen gibt es den großen Kuss im Regen oder den Kniefall vor dem Eiffelturm. In Deutschland gibt es die gemeinsame Veranlagung. Stell dir vor, es ist Sonntagabend. Draußen regnet es. Ihr sitzt auf dem Sofa, jeder mit seinem Laptop. Und dann sagt er oder sie, du, ich habe mal nachgerechnet. Wenn wir heiraten und die Steuerklassen wechseln, sparen wir im Jahr 2.500 €. Wollen wir es tun? Das klingt für dich vielleicht wie der unromantischste Satz der Welt, aber für einen Deutschen ist das ein Liebesgeständnis der Extraklasse. Er sagt damit, ich will mein Leben finanziell und administrativ mit dir verknüpfen. Ich vertraue dir so sehr, dass ich dem Finanzamt sage, dass wir eine Einheit sind. Liebe geht in Deutschland nicht nur durch den Magen, sondern vor allem durch das Steuerrecht. Wer zusammen Steuern spart, der bleibt auch zusammen. Das ist die ultimative Verbindlichkeit. Ein Ich liebe dich ist flüchtig. Eine Unterschrift unter der gemeinsamen Steuererklärung ist für die Ewigkeit. Warum machen wir es uns so schwer? Warum sind wir so unspontan und so verkopft? Es geht wieder um das Thema, das wir schon oft hatten. Sicherheit. Wir wollen keine Fehler machen. Vielleicht haben wir in der Liebe mehr Angst vor Kontrollverlust als vor Einsamkeit. Wir wollen nicht verletzt werden. Und wir wollen niemanden verletzen, indem wir Versprechungen machen, die wir nicht halten können. Wenn ein Deutscher sagt, ich liebe dich, dann ist das kein lockerer Spruch. Dann ist das ein fundiertes Urteil nach einer langen, harten Testphase. Es ist ein Qualitätssiegel. Ein deutscher Partner ist wie ein gut gepflegtes Reihenhaus. Von außen vielleicht ein bisschen grau, unauffällig und vielleicht sogar langweilig. Aber die Statik ist perfekt. Das Dach ist isoliert, die Heizung wird jedes Jahr gewartet und im Keller ist alles ordentlich in beschrifteten Boxen sortiert. Es gibt keine bösen Überraschungen. Es ist solide. Es hält jedem Sturm stand. Dating in Deutschland ist wie der Bau dieses Hauses. Wir fangen nicht mit der Dekoration an. Wir graben erstmal ein tiefes Fundament. Wir prüfen den Boden. Wir verlegen die Rohre. Das dauert ewig und sieht von außen nach Arbeit aus. Aber wenn das Haus erstmal steht, dann stürzt es so schnell nicht ein. Wir bauen für die Ewigkeit, nicht für das nächste Wochenende. Was lernen wir daraus? Dating in Deutschland braucht Geduld. Viel Geduld.
Du musst die harte Schale der Kokosnuss knacken. Erinnert euch an die letzte Folge. Du musst lernen, dass Kritik am Fahrradlicht eine Form von tiefer Zuneigung ist. Und du musst akzeptieren, dass Romantik hier oft in Form von Effizienz und Steuerersparnis daherkommt. Lass dich nicht entmutigen von der Kennenlernphase oder dem getrennten Bezahlen. Es ist kein Zeichen von Desinteresse. Es ist einfach nur der deutsche Weg, sicherzustellen, dass die Basis stimmt. Wir bauen keine Luftschlösser, wir bauen Reihenhäuser. Wenn du einen Partner suchst, der dich mit Rosen überschüttet und jeden Tag kitschige Gedichte schreibt, nun ja, viel Glück. Aber wenn du jemanden suchst, der mit dir die Steuererklärung macht, den Sperrmüll pünktlich rausstellt und dir auch nach 20 Jahren noch treu zur Seite steht, dann bist du hier genau richtig. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast heute ein paar Tipps für dein nächstes Unternehmen mit einem Deutschen mitgenommen. Bleib geduldig, bleib ehrlich und behalte deine Quittungen. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir brauchen deine Unterstützung, um weiterhin die Abgründe der deutschen Kultur zu erforschen. Schreib mir in die Kommentare, was war dein verrücktestes Erlebnis beim Dating in Deutschland? Wurdest du auch schon mal an der Kasse geschockt? Und was erwartet dich in der nächsten Folge von Deutschblitz Podcast? Wir haben heute über Liebe gesprochen, aber es gibt etwas, das den Deutschen fast noch wichtiger ist als die Liebe. Etwas, das über Freundschaft und Familie steht. Etwas, das wir moralisch bewerten wie kaum ein anderes Volk auf dieser Erde. Das Thema beim nächsten Mal: Warum Deutsche im Urlaub plötzlich anders sind. Wir schauen uns an, warum aus dem strukturierten, regelorientierten Alltagsmenschen plötzlich jemand wird, der um 6 Uhr morgens Liegestühle reserviert, Sandalen mit Socken trägt und beim All-Inclusive-Buffet strategisch plant wie bei einer militärischen Operation. Warum fällt im Urlaub scheinbar jede deutsche Sicherheitsarchitektur zusammen? Und kommt sie wirklich zurück oder war sie nie ganz weg? Seid dabei. Ich werde da sein. Natürlich gut vorbereitet. Aber entspannt. Vielleicht. Macht's gut, verlieb dich vorsichtig und vergiss dein Fahrradlicht nicht. Tschüss. Tschüss und bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert für mehr.